Ich bin Ihnen für diese Fragen sehr dankbar und keine Frage wird umsonst gestellt, weil ich sammle diese Fragen und ich hoffe bald ein Buch zu schreiben, weil die Fragen sind äußerst interessant. Die meisten benötigen einen weiteren Vortrag. Manche Fragen sind sehr einfach, zum Beispiel gibt es ein DVD von diesem Vortrag. Ich denke, dass sowas wird erscheinen. Und hier ist eine Frage von Graz. Viele Behauptungen über Gott und das Universum werden aufgestellt. Wieso können wir nicht zugeben, dass wir die Antwort nicht kennen? Aber wir können zugeben, dass wir die Antwort nicht kennen. Zum Beispiel dieser Profilartikel über das Higgs-Teilchen. Es ist sehr interessant. Was erklärt das Higgs-Teilchen? 4,9% der Masse-Energie in der Welt. Viel mehr gibt es dunkle Energie, dunkle Masse. Es gibt sehr viel, das wir überhaupt nicht wissen. Das macht die Naturwissenschaft interessant. Und ich glaube weiter hinaus, dass das Zugeben, dass wir nicht alles wissen, ist natürlich, ich bin Agnostiker über sehr viele Dinge. Ich kann nur weiter sagen, was mir wichtiger scheint, was ich gelernt habe und ich lerne von anderen. Aber sicher können wir zugeben, dass viel noch nicht verstanden ist. Und nicht nur das, ich sehe das als eine göttliche Aufgabe. Interessanterweise, der Anfang der Taxonomie findet man in der Bibel, wo Gott die Menschen beauftragt hat, die Tiere zu nennen. Und diese Sache ist die Grundlage aller Wissenschaften, Namen zu geben. Und Gott gibt uns diese wunderbare Aufgabe. Er tut es nicht für uns. Und das ist für mich eine besondere Motivation, um die Naturwissenschaft zu betreiben. Ist Gottes Existenz mathematisch-physikalisch zu beweisen? Ich habe versucht, etwas darüber zu sagen. Im engsten mathematischen Sinn nein, aber wir müssen diesen Gödel-Beweis betrachten und sehen, was der Status dieses Beweises ist. Wenn die Logik stichhaltig ist, und es scheint so zu sein, die Arbeit, die hier gemacht wurde, dann muss man an die Voraussetzungen kommen. Aber ich würde selber nicht so sehr erwarten, dass es mathematisch bewiesen ist, aus einem sehr einfachen Grund. Ich habe meine Frau erwähnt. Könnte ich Ihnen mathematisch beweisen, dass sie mich liebt? Überhaupt nicht. Aber das bedeutet bei weitem nicht, dass es keine Indizien gibt, dass sie mich liebt. Wir müssen breiter denken als die Mathematik und das ist sehr wichtig. Eine andere Frage war, ob die Existenz Gottes wahrscheinlich ist. Und man versucht zu rechnen mit Bayes-Satz und solche Dinge. Swinburne ist der Experte darüber. Aber oft denke ich, dass das vielleicht nicht die wichtigste Frage ist. Ich meine, wenn wir zurückrechnen, du bist überhaupt sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Aber die Frage ist nicht, berechnen wir die Wahrscheinlichkeit, dass sie heute existieren? Nein, die Frage ist, ob es aktuelle Indizien gibt, dass sie existieren. Und die brennende Frage über Gott ist nicht, wie wahrscheinlich ist Gott, obwohl solche Rechnungen haben ihren Platz. Und bei Swinburne kann man jede Menge lesen. Aber ich denke, die Frage, die ich versucht habe, ein bisschen einzugehen, ist die Frage, ob es aktuelle Indizien gibt, dass Gott existiert. Nun, es gibt 1, 2, 3 Fragen über die Frage des Alters der Erde und Universum und so weiter.
Das ist ein Anliegen für Leute oft, die Christen sind und die Bibel lesen und meinen, wie der Erzbischof meiner Hauptstadt in Irland, das muss ich bekennen, dass Adam würde schaffen um 9 Uhr in der Morgen am 5. Oktober 4004 vor Christi. Und er hat einen Brief geschrieben zu dem Vizekanzler von Cambridge Universität, worin er es bedauert hat, dass er nicht genauer die Sache feststellen könnte. Also, diese Frage ist eine Frage, die ich ernst nehme und ich komme diese Frage so oft, dass ich ein Buch geschrieben habe darüber. 7 Tage, die die Welt teilen. Dieses Buch erscheint in Deutsch bei nächstes Jahr, glaube ich, bei Brockhaus. Aber ich möchte nur eine Sache sagen und wenn Sie dafür sich nicht interessieren, schließen Sie Ihre Ohren. Das ist für die Leute, die diese Frage wichtig ist. Die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dann folgen eine Reihe von Tagen, 1 bis 7. Und wenn wir genau betrachten, merken wir eine Schematik. Jeder Tag nach Tag 2 fängt an mit der Beobachtung und Gott sagte. Und Gott sagte. Und dann kommen Ereignisse, Tag 1, Tag 2 und so. Was sehr interessant ist, dass wenn die Tage mit und Gott sagte anfangen, dann ist am Anfang schuf Gott Himmel und Erde nicht auf Tag 1. So was immer man glaubt oder wie man die Tage versteht, der Anfang des Alls ist kein Teil der Tage. So die Bibel sagt nichts über den Anfang und daher sage ich nichts. Ich sehe nur, dass es kein Problem meines Erachtens, wenn es zum Alter des Alls existiert, kein Problem mit dem Standardmodell der Physik. Aber um diese Sache sehr ernst zu forschen, muss man genauer, wie die Bibel geschrieben ist, verstehen. Und ich habe versucht, meine Position ist sehr einfach. Ich nehme die Bibel sehr ernst, ich nehme die Naturwissenschaft ernst. Und ich habe versucht, in diesem Buch, das schon in Englisch vorhanden ist, etwas darüber zu sagen. Aber das würde einen sehr langen Vortrag bedeuten. Nun, schauen wir hier auf den Tisch. Sie behaupten, hier Salzburg. Salzburg muss eine Möglichkeit bekommen. Sie behaupten, Gott sei kein Lückenfüller. Trotzdem sagen sie, ohne Gott könnte man den Anfang des Universums nicht erklären. Also doch ein Lückenfüller. Die Frage ist berechtigt. Im Sinne, dass als Naturwissenschaftler hat man immer Angst, an einen Lückenfüller Gott zu glauben. Aber jetzt muss ich erklären, dass es 2 Sorten von Lücken gibt. Es gibt schlechte Lücken und gute Lücken. Die schlechten Lücken sind die Lücken, die die Naturwissenschaft erfüllt. Die guten Lücken sind Lücken, die die Naturwissenschaft eröffnet. Darf ich das illustrieren? Die Frage ist nicht nur berechtigt, sondern äußerst wichtig. Und es hat mit der Art und Weise der Argumentation zu tun. Es gibt 2 Art Argumentationsformen in der Naturwissenschaft. Induktion, wo wir eine Sammlung, wir wiederholen Experimente und so weiter. Und Abduktion, wo wir die Sache nicht wiederholen können. Man kann die Geschichte des Alls nicht wiederholen. Und so müssen wir eine Inferenz zur besten Erklärung machen. So, meine Illustration. Und ich bin Fellow eines Colleges in Oxford, wo wir sehr schöne Dinner haben. Und wir dürfen nicht wählen, wer neben uns sitzt. Das ist der eigentliche Haken an der Sache. Und
Eines Abends befand ich mich neben einem sehr bekannten Biochemiker. Und er hat mich gebeten, ihm zu erzählen, was ich wäre und was ich täte. Und ich sagte, ich bin reiner Mathematiker. Oh, sagte er, wie langweilig ist das? Und er hat es ernst gemeint und ich habe versucht, mich selber ein bisschen zu verteidigen. Und so sagte ich, ich interessiere mich auch für die großen Fragen. Oh, wieso denn, sagte er. Welche große Fragen? Also, der Status des Universums zum Beispiel. Ist das All geschaffen oder nicht? Oh, sagt der Mensch, es ist viel schlimmer, als ich dachte. Ich bin Atheist, ich bin Reduktionist. Wir werden einen äußerst peinlichen Abend zusammen verbringen. Peinlich, sagte ich. Nein, keineswegs. Ich bin auch Reduktionist. Nein, sagt er. Ja, ich verstehe 3 Sorten von Reduktionismus. Oh, 3, ja, sagte ich. Zunächst einmal methodologischer Reduktionismus. Wir haben ein großes Problem. Wir teilen dieses Problem in kleineren Problemen. Wir versuchen, die kleineren zu lösen und wir bekommen Einsicht in das größere Problem. Das tue ich. Gut, wir sind eins darüber. So, das ist wenigstens ein Anfang, sagte ich, für einen Abend. Aber sagte er, ich glaube, dass alles auf Physik und Chemie reduzierbar ist. Ohne Lücken. Wirklich, sagte ich. Alles. Ja, sagte er, alles. Dürfen wir ein Experiment machen, sagte ich. Was, hier am Dinnertisch? Ja, sagte ich, das ist Oxford, warum nicht? Das sagte, welches Experiment? Und so habe ich die Speisekarte genommen. Und es war keine wunderbare Vorstellung, Roast Chicken. In Englisch, nicht bloß in Französisch, nur Englisch. Roast Chicken hieß es. So sagte er, was ist das Problem? Also R-O-A-S-T, Roast. Ja, sagte er, das sehe ich. Sie glauben, dass alles auf den Nenner von Physik und Chemie reduzierbar ist. Sicher, sagte er. Okay, gut, sagte ich. Diese Zeichen R-O-A-S-T zusammen bilden eine semiotische Einheit. Sie hat Bedeutung, die Sie verstehen. Das sagt er freilich. Okay, sagte ich, erklären Sie mir anhand der Physik und Chemie, der Papier und Tinte, diese semiotische Seite. Und seine Frau saß neben ihm und etwas zu laut hat sie gesagt, hol dir dort raus, wenn du kannst. Aber er hat es nicht versucht. Er hat mich erstaunt in der Ehrlichkeit seiner Antwort. Er hat gesagt, es ist nicht möglich. Und dann sagte er, seit 40 Jahren gehe ich in mein Labor in Oxford und meine, sowas immer tun zu können. Und jetzt sehe ich zum ersten Mal, dass es unmöglich ist. Und ich war schockiert. So schockiert, dass ich sagte, Moment mal, die Physik und Chemie im modernen Sinne 500 Jahre, nein, sagte er, spielt keine Rolle. Es ist nicht innerhalb des Erklärungsvermögens der Physik und Chemie diese semiotische Seite zu erklären. Man braucht den Input einer draußen stehenden Intellekt. Ein Intellekt der Lücken? Oder ist es, dass die Natur der Lücke weist auf Intelligenz hin? Und das ist mein Punkt. Wenn die Lücke, eine Lücke dort ist, entsteht, weil die passende Naturwissenschaft nicht das Erklärungsvermögen hat, dann ist es kein Lückenfüller zu sagen, ja, es braucht ein intelligenter Input. Das ist, was ich mit einer Abduktion meine. Und so, ich sehe das nicht als Lückenbüßer. Leider
in der Literatur sehr oft, Lückenbüßer wird falsch verstanden, als wir haben überhaupt keine Erklärung. Und wir wissen, wir tun das oft. Wir sehen unseren Namen im Sand am See, 4, 5, 6 Buchstaben und sofort erkennen wir nehmen wahr. Es ist eine Wahrnehmung des Inputs einer Intelligenz. Genauso für mich. Nehmen wir ein viel längeres Wort, das menschliche Genom, 3,5 Milliarden Buchstaben, in genau der präzisen Ordnung. 5 Buchstaben im Sand, Intellekt, Intelligenz. 3,5 Milliarden? Zufall und Notwendigkeit. Wirklich? Und das alles? Es kann nicht sein. Ganz abgesehen davon, welche Mechanismen damit verbunden sind. Die Tatsache, dass wir hier einen bedeutungsvollen Text haben, spricht von Intelligenz. Das heißt, Intelligenz, soweit ich sie sehe, ist die beste abduktive Erklärung der Situation, wo Zufall und Notwendigkeit die Sache nicht erklären können. Und grob formuliert würde ich lieber eine Erklärung haben, die sinnvoll ist, als eine Erklärung, die nicht sinnvoll ist. Aber wir müssen auf die Zeit schauen. Und es gibt jede Menge Menschen von Dingen hier. Warum vergleichen Sie Atheismus mit Religion? Atheismus ist die skeptische Verweigerung von Religion und daher keine Religion selbst. Ich habe nie gesagt in meinem Vortrag, dass Atheismus eine Religion ist. Obwohl ich merke bei vielen, es ist fast so ist, weil wir abgöttische Gottesdienste oder was immer, die beschreiben können, gottlose Dienste jetzt in England haben, die kirchenähnlich sind. 40 in den letzten 2 Wochen sind aufgestellt worden. Was ich gesagt habe, ist Atheismus und Theismus. Ich habe über Religion kaum gesprochen. Theismus, Glauben an Gott, Weltanschauungen sind. Das heißt, die sind gründliche Erklärungen der Möglichkeiten. Und wenn man darüber nachdenkt, die Möglichkeiten sind ziemlich gering. Es gibt nicht sehr viele. Entweder ist das All geschaffen oder nicht. Und die pantheistische Erklärung ist, dass das Universum und Gott gleich sind. Und Gott ist nicht persönlich. Und so, diese 3 sind, wo die meisten Leute sitzen. Die theoretischen Möglichkeiten sind gering. Und ich habe ganz absichtlich das Wort Religion vermieden, weil Religion für viele Leute ist Ritus und so weiter. Ich spreche von Weltanschauung, wie wir die Welt erklären. Was ist unsere Weltanschauung? Und ich habe hauptsächlich über die 2 Naturalismus, wo es keinen Gott gibt, oder Theismus, wo es Gott gibt. Und Atheismus ist skeptisch. Ich bin auch skeptisch. Skeptizismus bedeutet, dass man eine Sache aus einer Distanz prüft. Und ich habe ein Treffen mit Michael Shermer neulich, eine Debatte gehabt. Der ist der Redakteur der Zeitung Skeptik. Und er hat sein S für Skeptik. Und er hat mir die Hand gegeben. Er hat vergessen, wir hatten eine Debatte in Australien. Das ist eine andere Geschichte. Und er hat gesagt, ich bin ein Skeptiker. Und ich habe gesagt, ich auch. Und ich bin zuerst sehr skeptisch über Ihr Atheismus. Wir lachen, aber der Punkt, den ich machen wollte, ist einfach die, Skeptizismus gehört nicht allein zu Atheisten. Ich bin genauso skeptisch. Ich prüfe meine Haltungen ständig, jeden Tag. Ich habe mein ganzes Leben verbracht, bereit, meine Argumente zu öffnen für Gegner. Und dadurch lerne ich. Ich zähle
viele Atheisten zu meinen engsten Freunden, weil ich möchte lernen über diese Dinge. So Skeptizismus ist eine sehr gute Sache. Und in der Hinsicht brauchen wir in verschiedenen Richtungen mehr Skeptiker. Nun, was sind diese Haufen hier? Hier ist eine ganze Reihe von Fragen. Sie gaben, hier ist ein Beispiel, aber es gibt wenigstens 3 mit diesem Inhalt. Sie gaben uns Argumente der Wissenschaft für einen Glauben an Gott. Würden Sie sagen, dass es in ähnlicher Weise auch Hinweise auf Jesus gibt, die die Wissenschaft uns liefern kann? Wie passt die Menschwerdung Gottes durch Christus in Ihre Weltanschauung? Warum sind Sie Christ? Und so weiter und so fort. Das ist sehr klar und nochmals ist diese Frage gerechtfertigt. Heute Abend habe ich versucht, die Frage zu beantworten, hat die Wissenschaft Gott begraben? Meine Antwort dazu ist nein. Und während des Vortrags habe ich kaum, wenn überhaupt, meine Position als Christ erwähnt. Warum? Weil meine ersten Argumente haben gar nicht mit meinem Christsein zu tun. Sie haben vielmehr mit meinem Wesen als Naturwissenschaftler zu tun. Das ist der erste Punkt. Und daher sind diese Fragen, und es gibt mehr in diese Richtung als in andere Richtungen, ist eine persönliche Frage. Und ich kann nur eine persönliche Antwort geben. Und wenn Sie für persönliche Antworten nicht interessiert sind, dann müssen Sie noch einmal Ihre Ohren schließen. Und ich werde es versuchen, kurz zu fassen. Die Frage ist berechtigt. Christsein ist etwas Spezifisches. Und als ich in der Debatte mit Richard Dawkins zum ersten Mal war, es kam zu einem kritischen Punkt. Ganz am Ende, und Sie können diese Debatte im Internet schauen. The Dawkins-Lennox Debate, die God-Delusion-Debate, Gotteswahn-Debatte. Und ganz am Ende, plötzlich stellte ich fest, dass ich nur 2 Minuten zu sprechen noch übrig hatte. Und ich würde gefragt, diese Frage mehr oder weniger. Und ich habe die Auferstehung Jesu Christi erwähnt, als der Kernpunkt meines christlichen Glaubens. Und Dawkins war empört. Er sagte, wir haben große Ideen diskutiert und jetzt ist es so spezifisch, pathetisch, wie unwürdig der Welt. Aber Moment mal, die Naturwissenschaft ist nicht der einzige Weg zur Wahrheit. Es gibt die Geschichte, es gibt die Erfahrung. Und wenn es zu spezifisch geschichtlichen Ereignissen kommt, wir können auch hier einen Inferenzprozess leiten. Jeder Historiker tut das. Und das ist äußerst wichtig. Wir sagen nicht, wir können ein Experiment nicht machen und wiederholen, was passiert ist vor 2000 Jahren. Daher wissen wir nichts. Nein, wir haben Althistoriker. Und vor mir sitzt ein sehr bekannter Althistoriker, Dr. Jürgen Spieß, der mehrere Bücher über diese Tatsache geschrieben hat. Und ich empfehle sie sehr über diese Frage. Aber an Christus zu glauben, das ist sehr spezifisch. Und die Frage zu mir ist, warum? Auf derselben Basis wie die andere Situation. Das heißt, auf der Basis der Indizien. Die Indizien kommen aus 2 Richtungen. Erstens aus der Geschichte, Glaubwürdigkeit des
zum Beispiel des Neuen Testamentes. Ich habe Latein studiert in der Schule und etwas Griechisch und habe nicht gewusst, dass die Dokumentarbelege für das Neue Testament weit besser sind als Dinge, die selbstverständlich für Althistoriker in den klassischen Sprachen sind. Und das ist so ein wichtiges Thema, dass in diesem Buch hier vorne, Gott im Fadenkreuz, habe ich ein ganzes Kapitel über diese Frage. Wie glaubwürdig sind die Dokumente? Können wir wirklich sie als verlässlich betrachten? Und was mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr überrascht, ist Dawkins, er ist kein Althistoriker, ich auch nicht. Aber er behauptet in einem seiner Bücher, dass es sehr wenig Evidenz gibt, dass Jesus überhaupt existiert. Ich kann keinen maßgebenden Althistoriker in der Welt finden, der das behauptet. Aber Dawkins konsultiert diese Leute nicht. Und das finde ich überraschend. Die zweite Sache ist folgende. Und wie kann ich das formulieren? Ich bin ein Mensch, nicht bloß Naturwissenschaftler. Ich bin ein Mensch mit Hoffnung, ein Mensch mit Fehler und Versagen, ein Mensch, der wissen will, was seine Stellung ist in diesem All. Die großen Fragen von dem Philosophen Kant. Was kann ich wissen? Worauf soll ich hoffen? Was muss ich tun? Die sind die wichtigen Fragen. Und meine lieben Leute, ich muss es kurz fassen, weil unsere Zeit fast vorbei ist. Der Grund, warum ich Christ bin, ist, weil Jesus Christus mich überzeugt hat. Die Bibel hat mich überzeugt. Meine Erfahrung von anderen hat mich überzeugt, dass Gott Fleisch geworden ist, dass er Gott ist. Und das heißt, was er sagt, für mich maßgebend ist. Das ist die erste Sache. Also das ist eine sehr große Behauptung, das weiß ich. Daher habe ich dieses letzte Buch geschrieben, um das weiter zu erklären. Die Auferstehung, die Indizien für eine buchstäbliche Auferstehung in der Geschichte, bedeutet, dass Jesus über den Tod gesiegt hat. Alle von uns haben Angst vor dem Tod. Wenn es überhaupt jemand in dem All gibt, der den Tod besiegt hat und etwas darüber Bescheid weiß, das will ich auch wissen. Vor allem, wenn er Indizien gibt, dass was er behauptet wahr ist. Und dann, und das ist das erste Mal, dass wir dieses Wort benutzt haben heute Abend, wir leben in einer moralischen Welt. Es gibt ethische Begriffe. Wir Menschen, moralische Wesen. Woher diese Ethik? Per Zufall kaum. Und wenn es wahr ist, dass Gott mich geschaffen hat nach seinem Bild, ich bin ein ethisches Wesen, dann kommt die dringende Frage, auf welcher Basis kann ich ein Verhältnis mit Gott haben? So, ich spreche persönlich so und sehr, sehr klein formuliert und zusammen. Es tut mir leid. Ich schaue welche Lösung es gibt zum Problem, das ich in mir persönlich kenne. Versagen. Ich habe meine eigenen Maßstäbe nicht eingehalten. Ganz abgesehen von Gottes Maßstäbe. Und wenn es überhaupt einen Gott gibt, wie kann ich ein Verhältnis mit ihm haben? Und ich sehe zwei Lösungen auf dem Markt sozusagen. Die Lösung von meisten religiösen oder Philosophien ist, hier ist der Weg. Versuche den Weg zu folgen mit der Hoffnung, dass eines Tages Gott oder wer immer dich akzeptieren wird.
Das Prinzip ist meine Leistung. Es ist wie die TU. Das Prinzip der TU ist Leistung. Auch die Professoren können nicht garantieren, dass man den Diplom bekommt am Ende. Leistungsprinzip. Nur bei Jesus finde ich das ganz umgekehrt. Und das wird ganz schwierig für viele zu verstehen. Aber warum ich Christ bin, ist aus folgendem Grund. Dass ich sehe in Jesus jemand, der Gott Fleisch geworden ist, der für mich gestorben ist und auferstanden ist und hat auf dieser Basis eine Möglichkeit geschaffen, um mir Vergebung zu geben. Nicht als Leistungsstück, sondern als Geschenk. Das finde ich nirgend anders. Und darf ich es so sehr sorgfältig formulieren, meine sehr verehrten Damen und Herren? Hier konkurriert Jesus mit niemandem, weil niemand anders bietet mir an. Friede mit Gott, Vergebung der Sünde, die Gewissheit einer Ewigkeit nach dem Tode mit ihm. Also diese Begriffe scheinen fast verrückt. Aber wenn man anfängt, ein bisschen die Bibel zu lesen, als ein Teil der Beweismittel, das ist meine persönliche Antwort. Es gibt viel mehr dazu. Aber das war nicht das Thema für heute Abend. So muss ich aufhalten. Herzlichen Dank. John, vielen Dank. Gib uns noch eine Antwort. Was machen wir mit all den Fragen, die du jetzt nicht beantwortet hast? Nimmst du sie mit? Ich nehme die Fragen mit, aber es ist sehr wichtig, dass wir lernen, unsere eigenen Fragen nachzugehen. Es ist so eine Erfüllung, wenn man versucht, vielleicht krampfhaft und mit Schwierigkeit Fragen auszukriegen. Fragen zu stellen ist äußerst wichtig. Und ich denke, das ist meine Ermutigung zumindest. Es tut mir leid, dass ich könnte alle Fragen nicht beantworten. Und meine Antworten waren nur Teilantworten. Sie sind nur Denkanstöße. Nur das. Sie haben die Arbeit selber zu machen. Danke. Zum Schluss. Professor Lennox hat einige seiner Bücher erwähnt. Wir haben einen kleinen Vorrat hier am Büchertisch vorne. Noch dazu 10% unter dem Ladenpreis. Fast ausverkauft. Ist schon ausverkauft? Fast ausverkauft. Bitte also jetzt keine Panikreaktionen. Das Zweite. Ich habe hier auf der Leinwand die Homepage von Professor John Lennox und es wird unter dieser Adresse eine Möglichkeit geben, den Livestream von heute auch noch herunterzuladen. Wird eingerichtet in den nächsten Tagen. Das heißt, sagen Sie es vor allem bitte auch all denen weiter, die nicht mehr hier hereingekommen sind. Das ist eine Chance, diese Veranstaltung noch einmal zu erleben. John, ganz herzlichen Dank und ich darf die Vorlesung damit schließen.